Die Geschichte des ICE beginnt 1982 mit der Genehmigung der Finanzierung für ein Projekt zur Entwicklung eines Hochgeschwindigkeitszuges. Im Anschluss begannen die Arbeiten zur Entwicklung und Projektierung des Intercity Experimental V. Er ist der Vorläufer des Intercity Express 1, ICE 1, der dann in den Jahren 1988 bis 1993 gebaut wurde. Damit beginnt die Geschichte der ICE-Hochgeschwindigkeitszüge der Deutschen Bahn, die in dieser Videoreihe sowohl im Vorbild als auch im Modell vorgestellt werden. Teil 1 befasst sich mit dem ICE 1. Um die hohen Reisegeschwindigkeiten zu ermöglichen, war parallel auch der Bau von Schnellfahr- und Ausbaustrecken erforderlich. Die Aufnahme des Fahrplanbetriebs begann am 2. Juni 1991 auf der Strecke von Hamburg über Frankfurt am Main nach München. Am gleichen Tag gingen auch die ersten Neubaustrecken für den Hochgeschwindigkeitsverkehr in Betrieb. Insgesamt wurden 60 Triebzüge gebaut, von denen heute noch 58 als Vollzüge mit 12 Mittelwagen unterwegs sind. In dieser Konstellation haben die Triebzüge eine Länge von knapp 360 Metern und bieten Sitzplätze für 700 Reisende. Seit Ende 2019 befinden sich die Züge in einem zweiten Redesign und werden danach nur noch 9 Mittelwagen aufweisen. Der 320 Millionen Euro teure Umbau der Züge soll 2023 abgeschlossen sein und den Einsatz bis ins Jahr 2030 ermöglichen. Die Höchstgeschwindigkeit von 280 km pro Stunde soll dabei erhalten bleiben. Der erste Triebkopf mit der Bezeichnung 401001 wurde am 26. September 1989 an die Bundesbahn übergeben. Die letzten Triebköpfe der Reihe 401090 bzw. 401590 erhielten die Abnahme am 6. März 1993. Bezüglich des Sitzkomforts hat der ICE 1 nach wie vor die Nase vorn, wie auch hier bei der Ausfahrt in Mannheim. Im Herbst 2002 begann die Deutsche Bahn damit, Triebzüge mit Namen zu versehen. So erhielten auch alle ICE 1 den Namen einer Stadt, wobei es unerheblich ist, ob diese von einem ICE angefahren wird. Die Triebzüge 172 bis 190 besitzen auch eine Zulassung für die Schweiz. Ein Wechselstrommodell des ICE 1 in der Baugröße R0 gibt es meines Wissens nur von Märklin. Das hier gezeigte Modell ist 2014 erschienen und nur noch bei Internetbörsen erhältlich. Der fünfteilige Triebzug 154 wurde in 1:100 nachgebildet und besitzt einen MFX Sounddecoder. Hier zu sehen ist das Original des Triebzugs 154 bei der Einfahrt in Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Das Modell besitzt wie das Original auf beiden Triebköpfen einen Stromabnehmer und ist in allen Waggons mit Innenbeleuchtung ausgestattet. Die Bedruckung ist sehr gut lesbar ausgeführt. Hier nun die Geräuschfunktionen. Bitte einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt. All aboard. The doors close automatically. Stand back. The train is leaving. Zum Vergleich das Anfahrgeräusch im Original, das relativ gut getroffen ist. Der ICE 1 unterscheidet sich vom ICE 2 äußerlich nicht sehr stark. Zu erkennen ist der am Fehlen der geteilten Frontklappe für die Mittelkupplung sowie dem knapp einen halben Meter herausragenden Speisewagen mit Oberlichtern. Mehr zum ICE 2 gibt es im nächsten Teil. Bis dahin.